Hallo und herzlich willkommen zu einem frischen Kauf das, nicht das Video. Aber bevor wir in gewohnter Manier zu tollen Alternativprodukten übergehen, möchte ich euch zunächst den heutigen Sponsor dieses Videos vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um Dr. Jetzke Öltee, einer niederländischen Dermatologin, mit der ich bereits zusammengearbeitet habe und die eine eigene Hautpflegemarke besitzt. Und heute möchte ich euch ganz gerne zwei neue chemische Peelings vorstellen, die als extra strong gekennzeichnet sind, also die eher was für Leute sind, die sich bereits so ein bisschen im Skincare-Game auskennen und auch ihre Haut ein bisschen besser einschätzen können. Das erste Peeling, das ich euch gerne zeigen möchte, ist dieses hier mit 2% Salicylsäure und einem Acelainsäure-Derivat. Ich weiß, dass auf der Verpackung Acelainsäure draufsteht und ich habe auch bereits angemerkt, dass ich das marketingtechnisch nicht ganz so gut finde. Nichtsdestotrotz ist die Formulierung wirklich top. Das Produkt ist komplett parfümfrei, enthält keine ätherischen Öle, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und es kommt auch komplett ohne Ethanol aus. Und es ist eben auch noch reizlinderndes Allantoin enthalten, wodurch einfach das Irritationspotenzial des Produkts minimiert wird. Und es spricht natürlich auch absolut nichts dagegen, dieses Derivat der Acelainsäure positiv herauszustellen, denn es hat im Vergleich zur reinen Acelainsäure auch gewisse Vorteile. Zum einen lässt es sich deutlich einfacher verarbeiten, es gilt als besser verträglich, aber hat dennoch eine talgregulierende Wirkung. Ich muss auch sagen, dass ich das Peeling wunderbar vertragen habe und dass ich es vor allem abends genutzt habe, aber dass ich während dieser Zeit, also immer wenn ich das Peeling verwendet habe, auf andere potente Actives verzichtet habe. Einfach nur um meine Haut nicht unnötig zu strapazieren und ich konnte auf jeden Fall feststellen, dass Entzündungen ein bisschen schneller abgeklungen sind. Das zweite Peeling enthält 8% Glykolsäure und 3% Tranexamsäure. Auch hier ist wieder das Produkt komplett parfümfrei und enthält zusätzlich reizlinderndes Allantoin. Und Glykolsäure kann unter anderem die Kollagensynthese anregen, sie kann den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen und eben auch hilfreich bei Hyperpigmentierung sein. Allerdings muss ich dazu sagen, dass dieses Peeling definitiv strong ist. Das heißt, falls eure Haut empfindlicher sein sollte, dann würde ich euch eher das Salicylsäure-Peeling empfehlen und auch dazu raten, mit dem Glykolsäure-Peeling langsam anzufangen. Deswegen habe ich dieses Peeling wirklich nur zweimal die Woche verwendet und das auch wieder abends, weil es für meine Haut ansonsten too much wurde. Selbstverständlich habe ich jeden Tag auf meine Sonnencreme zurückgegriffen, denn wenn man regelmäßig mechanische oder chemische Peelings nutzt, dann ist es überaus wichtig, auf UV-Schutz zu achten. Falls die Produkte von Dr. Jetzke Öltee euer Interesse geweckt haben sollten, ich packe euch selbstverständlich den Link zu ihrem Shop unten in die Infobox und on top gibt es natürlich auch noch einen Rabattcode, den ihr nutzen könnt, um ein bisschen was zu sparen. Starten wir mit dem ersten Produkt, das ich nicht ganz so toll fand und für das ich natürlich eine Alternative parat habe. Und zwar ist das diese Barrier Cream von Inao. Ich habe auch ein komplettes Video zu der Hautpflegelinie von Inao gemacht und habe auch die komplette Hautpflegelinie als PR-Samples zugeschickt bekommen. Aber ich muss sagen, dass mir alle Produkte durchweg zu stark parfümiert waren. Und hier ist es nicht anders. Diese Creme ist so dermaßen intensiv in ihrer Beduftung, dass ich sie einfach den ganzen Tag in der Nase rieche. Und ich finde auch, dass diese Creme sich so ein bisschen abrollt, je nachdem, wie viel man benutzt, wie man sie aufträgt. Also man muss sie definitiv eine Zeit lang babysitten, um herauszufinden, wie viel man davon überhaupt aufs Gesicht auftragen kann. Deswegen ist das für mich persönlich leider ein absolutes Flop-Produkt. Und eine mögliche Alternative dazu ist definitiv die Balea Med Ultra Sensitive Barriereschutzcreme. Die habe ich euch bereits mehrfach in die Kamera gehalten. Das ist auch definitiv einer meiner Favoriten aus der Drogerie, vor allem was Moisturizer angeht. Denn hier habe ich auch tatsächlich das Gefühl, dass diese Creme einen positiven Effekt auf meine Haut hat. Und auch die enthält barriereunterstützende Substanzen. Sie ist nicht zu schwer, sie ist nicht zu ölig auf der Haut und dementsprechend auch eine perfekte Alternative zu der Inao Barrier Cream
vor allem, weil sie komplett parfümfrei ist. Diese kleinen Kapseln von Balea sind so dermaßen beliebt, dass ich einen kompletten INCI-Check dazu gemacht habe. Das heißt, falls ihr euch noch für die anderen Konzentrate interessieren solltet, ich verlinke euch meinen Check unten in der Infobox, dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und ich muss einfach sagen, dass ich diese Dinger komplett überteuert finde. Ich finde sie von der Formulierung jetzt auch nicht so spannend, dass sich der Preis hier lohnen würde. Und ich finde sie auch von der Parfümierung einen Ticken zu intensiv. Also in diesem Fall sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, aber die Kapseln sind halt dennoch parfümiert. Und dass hier eben auch wahnsinnig viel Müll entsteht, ja, darüber brauchen wir uns absolut nicht streiten. Deswegen habe ich ein Alternativprodukt für euch parat, welches auch tatsächlich Retinol enthält. Und zwar ist es das Isana Bakuchiol Serum mit 0,5% Bakuchiol und 0,1% Retinol. Ich habe mir auch die komplette Isana Hautpflegereihe angeschaut. Das heißt, wenn ihr Interesse an den anderen Produkten haben solltet, ich verlinke euch wie immer das entsprechende Video unten in der Infobox. Und hier kommt man definitiv um einiges günstiger. Das Produkt ist komplett parfümfrei und es enthält eben auch tatsächlich Retinol. Das Hyaluronic Acid Serum von The Ordinary empfinde ich als so dermaßen unangenehm auf der Haut, dass ich mich auf die Suche begeben habe, um Alternativen zu finden. Denn ich finde es einfach viel zu klebrig und unangenehm und alle darauf folgenden Produkte büßen an Tragekomfort ein, wenn man sie über dieses Serum aufträgt. Ich habe zwei verschiedene Alternativen parat, und zwar eine aus der Drogerie und eine aus dem asiatischen Raum. Und ich würde mal mit dem Beauty Glam Hyaluronic Boost Serum anfangen, welches wirklich sehr angenehm auf der Haut ist. Es ist nicht klebrig, es lässt sich easy verteilen, enthält Hyaluron und lässt sich auch easy peasy in die Routine integrieren. Das heißt, wenn es euch nur darum geht, Hyaluron in die Routine zu integrieren in Form eines Serums, dann könnt ihr definitiv einen Blick auf dieses Beauty Glam Serum werfen. Das Toriden Dive-In Serum ist eine etwas kostenintensivere Alternative, aber dafür bekommt ihr hier verschiedene Formen des Hyalurons. Einmal die hochmolekularen und die niedrigmolekularen Formen und zusätzlich ist eben auch noch reizlinderndes Panthenol enthalten und Bestandteile vom Tigergras, die beruhigend wirken können. Hinzu kommt, dass auch hier der Tragekomfort im Vergleich zu The Ordinary deutlich angenehmer ist. Ich habe in letzter Zeit ein paar Mascaras getestet, weil ich einfach so eine kleine Wimpernzange für mich entdeckt habe, die für meine doch eher kurzen und geraden Wimpern richtig, richtig gut funktioniert. Und das war für mich der absolute Gamechanger. Und seitdem habe ich auch richtig, richtig Bock, Mascara auszuprobieren und Mascara zu verwenden, denn vorher hatten die meisten Mascaras einfach kaum Effekt auf meine Wimpern. Den größten Unterschied hat sozusagen diese kleine Wimpernzange gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich einfach ein paar Wimperntuschen getestet und eine Wimperntusche, die ich wirklich absolut furchtbar finde und wo ich einfach sagen würde, vertraut mir, kauft sie euch lieber nicht, ist diese hier von Manhattan. Und zwar ist das die Manhattan Volume Up Mascara. Ich habe die mir gekauft, die kam glaube ich 10 €, was für eine Wimperntusche jetzt nicht gerade günstig ist. Aber irgendwie hatte ich da meine Hoffnungen reingesetzt und muss wirklich sagen, dass diese Mascara absolut furchtbar ist. Die ist so furztrocken, dass davon nichts in den Wimpern hängen bleibt, sondern dass man einfach sein komplettes Auge damit vollschmiert. Die tut absolut gar nichts. Sie ist viel zu trocken, macht nichts und ja, ich fühle mich ein bisschen veräppelt und bin ein bisschen traurig, dass ich dafür 10 € ausgegeben habe. Nichtsdestotrotz habe ich zwei Alternativen, die deutlich besser funktionieren und die auch deutlich günstiger sind. Und zwar ist das einmal diese Mascara von Hypoallergenic. Ich glaube, die gibt es bei Müller. Und die heißt Vegan Collagen Waterproof Volumizing Mascara. Das ist wirklich eine der besten Mascaras, die ich jemals getestet habe. Ich finde die wirklich großartig und würde die mir immer wieder nachkaufen. Ich glaube, die ist auch fast schon leer. Und eine andere wirklich tolle Mascara ist diese hier von Catrice. Und zwar ist das die Glam & Doll False Lashes Mascara Waterproof. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese
festen Mascaras den Schwung meiner Wimpern, den ich durch die Wimpernzange so ein bisschen erzeugen kann, deutlich länger halten im Vergleich zu nicht wasserfesten Mascaras. Das kann eben auch darunter liegen, dass die ja ein bisschen ölhaltiger sind und dadurch die Wimpern etwas mehr im Griff haben. Aber diese Mascaras sind deutlich besser und liefern ein besseres Ergebnis im Vergleich zu dieser hier von Manhattan. Und zum Schluss darf der Balea Cleansing Balm nicht fehlen, denn ich habe in meiner Zeit auf YouTube, Social Media und Co. wirklich verschiedenste Ölreiniger ausprobiert. Ich habe auch einen Blogpost dazu verfasst, falls ihr wissen möchtet, woran ihr einen Ölreiniger erkennt und worauf ihr da achten solltet. Verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Aber dieser Cleansing Balm würde bei mir ganz weit unten auf der Liste landen, weil ich den super unangenehm finde. Erstens riecht er wie alte Autoreifen, zweitens schmilzt er nicht richtig, er hat einfach kein angenehmes Schmelzverhalten. Man muss ihn irgendwie ganz komisch über die Haut zerren und er hinterlässt einen ganz weirden Film auf den Augen. Und ich finde auch die Reinigungsleistung einfach nicht gut, denn er lässt sich nicht rückstandslos mit Wasser entfernen. Und ich weiß, dass es genug Menschen gibt, die regelmäßig Double Cleansing betreiben, aber das trifft nicht auf alle zu. Nicht jeder kann auf Double Cleansing zurückgreifen oder möchte das auch. Ich zum Beispiel gehöre dazu. Wenn ich meine Alltagsreinigung mache, also jetzt nicht großartig viel Make-up drauf habe, dann versuche ich Double Cleansing zu meiden, weil meine Haut sauempfindlich ist, die ist allergisch. Und ich muss auch extrem darauf achten, dass ich meine Hautbarriere nicht unnötig strapaziere. Und das mache ich, indem ich doppelte oder dreifache Reinigungsschritte vermeide. Und ich fahre damit richtig gut. Und es würde ja auch nichts dagegen sprechen, einen Ölreiniger oder einen Cleansing Balm zu formulieren, der einfach für beides funktioniert. Ne, den man double cleansen kann oder den man eben einfach auch mit einem Wisch wieder runterbekommt. Davon profitieren ja alle, aber ein Produkt so zu vermarkten, dass es wasserfestes Make-up und Sonnenschutz entfernt, ist halt nochmal was anderes, als wenn hier draufstehen würde, nur fürs Double Cleansing geeignet, denn dann hätte ich mir diesen Reiniger mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht gekauft. Also es geht mir vorrangig auch ums Marketing, denn wenn ihr gerne Double Cleansing nutzt und sagt, ja, fürs Double Cleansing funktioniert das wunderbar, dann ist das wirklich schön für euch und ich freue mich für euch. Aber dann sollte das Produkt auch entsprechend vermarktet werden oder anders formuliert sein. Ein gutes Beispiel ist der Cleansing Balm von Purito, der für beide Fälle wunderbar funktioniert, und zwar einmal zur alleinigen Reinigung, aber auch fürs Double Cleansing, mal davon abgesehen, dass er vom Hautgefühl und vom Schmelzverhalten deutlich angenehmer ist im Vergleich zu dem Produkt von Balea, und er hat eben auch eine bessere Reinigungsleistung, weil er sich besser aufemulgieren und mit Wasser runterspülen lässt. Allerdings ist der Cleansing Balm von Purito kostenintensiver im Vergleich zu Balea, das heißt, ihr müsst schauen, ob ihr das Budget habt, ob ihr Lust habt, für den Tragekomfort und die bessere Reinigungsleistung mehr auszugeben. Aber wenn nicht, dann könnt ihr natürlich auch auf andere Ölreiniger aus der Drogerie zurückgreifen, wie zum Beispiel das Isana Reinigungsöl, welches mein persönlicher Favorit in der Drogerie ist, oder aber auch das Balea Reinigungsöl. Das war's schon mit dem heutigen Kauf das nicht das Video. Ich hoffe sehr, dass es euch weitergeholfen hat und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr es teilen würdet, und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, ob ihr das ein oder andere Produkt kennt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und wenn ihr jetzt Lust haben solltet auf ein anderes Kauf das nicht das Video, dann klickt einfach hier drauf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!